Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem YouTube-Kanal Hustle DNA. Inzwischen im Jahr 2025. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und habt das Jahr 2024 positiv beenden können. Für die, die meine Reise durch die Malediven und Sri Lanka begleitet haben, ich bin sehr, sehr dankbar, dass sich hier so eine kleine Community bildet. Auch Leute, die mir persönlich Feedback geben und interagieren. Das hilft mir sehr, sehr viel. Deshalb würde ich mich freuen, wenn du direkt jetzt unten ein Like da lässt. Und wenn du dem Kanal noch nicht folgst, würde ich dich bitten, die Glocke zu aktivieren, damit du kein weiteres Video verpasst. Bruder, nimm es wie du willst. 'Cause someone's gotta pay the bill. Ain't it just the way that it goes? Rückblickend kann ich sagen, dass das Jahr 24 tatsächlich ein sehr eindrucksvolles Jahr war. Vor allem meine Reisen zu Beginn des Jahres auf die Malediven und weiter nach Sri Lanka haben mir persönlich viel gegeben. Ich habe viel Zeit gehabt, rauszufinden, was ich will, wo die Zukunft mich hinträgt. Und das Jahr ist so schnell an mir vorbeigezogen. Ich bin inzwischen wieder in Deutschland, in Frankfurt, in meiner Heimatstadt. Und es ist übertrieben kalt. Ich hatte eigentlich letztes Jahr, ja, Anfang des Jahres, hatte ich mir versprochen, dass das der letzte Winter ist, den ich in Deutschland verbringen werde. Aber Dinge kommen dann doch immer ein bisschen anders, als wie man geplant hat. Life happens while you're busy doing things. Ich glaube, ihr kennt das alle. Aber das Jahr 25 ist schon vollgepackt mit einigen Projekten und ich werde euch probieren, so viel wie möglich mitzunehmen. Werde viel regelmäßiger Content posten. Es war gut für mich, diese kleine Reise als Vlog festzuhalten, um einfach erstmal reinzukommen in die Regelmäßigkeit, zu gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert, weil das ist für mich auch komplettes Neuland. Ich merke, umso älter wir werden, begeben wir uns sehr ungerne in Situationen, in denen wir uns nicht auskennen oder wo wir keine Erfahrung haben. Und für mich war das auf jeden Fall ein Sprung ins kalte Wasser, aber er erfrischt, es tut mir gut. Ich bin bereit, neue Sachen zu lernen, mich in ungemütliche Situationen zu begeben, weil ich einfach viel mehr vom Leben will. Für alle die, die meine Reise auf die Malediven und nach Sri Lanka verpasst haben, ich werde euch hier oben ein Video verlinken. Da könnt ihr euch gerne nochmal die ganzen Vlogs angucken und meine persönliche Entwicklung ein bisschen nachvollziehen, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wer ich bin und wo ich hin will. Und für alle die mir schon folgen und meine Reise zum größten Teil gesehen haben, ich bin sehr, sehr dankbar. Habe vor ein paar Tagen erst von einem alten Kollegen wirklich sehr, sehr schönes Feedback bekommen. Ist immer wieder schön. Das gibt mir sehr, sehr viel weiterzumachen. Und es freut mich natürlich auch, wenn ihr die Videos teilt. Lasst mir immer ein Like da, weil es mir einfach unglaublich hilft und es den YouTube-Algorithmus motiviert, meine Videos mehr zu teilen und in die Welt zu bringen. Und vielleicht war ich die letzten 2 Jahre auch einfach ein bisschen ungeduldig mit mir. Einer meiner besten Freunde hat das immer wieder gesagt, so es dauert so lange, wie es dauert. Wenn man Schmerz hat durch den Verlust eines Menschen, dann kann man nicht erzwingen, dass es auf einmal weg ist und man mit seinem Leben ganz normal weitermachen kann. Und diesen Druck mir selber gegenüber habe ich irgendwann halt rausgenommen. Ich habe das Jahr 24 sehr angenehm in Ägypten ausklingen lassen, da das der Ort ist, an dem meine Mutter vor 2 Jahren verstorben ist. Und ich mir einfach zur Aufgabe gemacht habe, jedes Jahr um diese Jahreszeit rüber zu fliegen, auch wenn es nur für ein paar Tage ist. Für mich eine Zeit lang auch wie mein zweites Zuhause. Ich habe ein Jahr in Ägypten verbracht. Als kleiner Junge in der 5. Klasse bin ich da zur Schule gegangen. Und ich verbinde sehr viel Positives mit diesem Land und natürlich auch viele Erinnerungen an meine Kindheit, an meine Mutter. Es ist einfach schön, immer wieder da zu sein. Und gerade hier, wenn es dann kalt wird im Dezember, ist es so das Beste, was man machen kann. Schnell mal rüberfliegen, ist ja nur 4 Stunden von hier. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, in Ägypten die Kamera nochmal auszupacken, ein bisschen Content aufzunehmen. Ich habe euch 2 Videos vorbereitet. Das heißt, wir springen nochmal zurück ins Ende des letzten Jahres, damit ihr ein bisschen Eindrücke davon bekommt, wie das Leben in Ägypten überhaupt ist, was Ägypten für mich bedeutet, aus verschiedenen Aspekten. Alleine die Pyramiden selbst. Ich werde euch mit an die Pyramiden nehmen, einer der wichtigsten Orte für mich. Ich sitze da sehr, sehr gerne morgens und trinke meinen Kaffee, wenn der Tag dann langsam startet. Ihr werdet in Zukunft auch viel mehr solchen Content von mir bekommen, wo ich einfach 1:1 mit der Kamera rede und meine Erfahrung teile, Wissen vermittle. Und mit Wissen meine ich nicht, dass ich vorhabe, Menschen zu schulen, weil ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß nur, dass ich Erfahrungen gemacht habe, die viele anderen Menschen einen Mehrwert geben könnten. Freut mich natürlich auch, wenn Leute mich berichtigen. Ich habe gar kein Problem, kritisiert zu werden, weil man muss Risiken eingehen und dann muss man damit auch leben, dass man Gegenwind bekommt und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich habe sehr, sehr lange mich so in meiner Comfortzone zurückgezogen, dass ich vergessen habe, dass im Leben nur Sachen passieren, wenn wir rausgehen, wenn wir unsere Gedanken ins Universum tragen, wenn das, was wir wollen,
wenn wir das auch wirklich nach außen hin repräsentieren, und dafür muss man halt was tun. Ich kenne so viele Menschen inzwischen, die frustriert, deprimiert zu Hause sind, das Haus nicht verlassen und trotzdem vom Leben irgendwas erwarten. Und ich kann verstehen, dass Rückschläge und Schicksalsschläge immer dazu führen, dass man sich erstmal ein dickes Fell wachsen lässt und sich einfach irgendwie ein bisschen mehr einschließt. Aber wenn man dann in dieser Opferrolle verweilt und trotzdem das Gefühl hat, dass das Leben einem irgendwas schuldet, dann ist man halt einfach auf dem Holzweg. Ich habe diese Erkenntnis selber sammeln dürfen. Ich glaube, ich war an dem tiefsten Punkt in meinem Leben, an dem ich jemals war. Ich möchte da nie wieder hinkommen. Aber trotzdem weiß ich, dass das Leben eine Achterbahn ist. Und selbst wenn es hochgeht, kann man mehr oder weniger davon ausgehen, dass man irgendwann mal wieder in einem Tal landet. Nur die Frage ist, ob man die Erkenntnisse aus all diesen Tälern, die man als Mensch immer wieder durchmacht, ob man die auch irgendwann anwendet. Das heißt, dass die Täler irgendwann leichter fallen oder einem einfach nur bewusst ist, dass sie zum Leben dazugehören und man nicht gegen sie ankämpfen muss. Deshalb freut es mich, dass wir hier im Jahr 2025 hier zusammen weiter auf dem Kanal Gas geben können. Ich will diesen Kanal auch wirklich pushen. Ich will gucken, wie weit wir das kriegen. Aber das ist nur eines meiner Projekte, die ich in 25 vorhab. Ich werde euch die wichtigsten und die größten, über die ich auch schon sprechen kann, werde ich natürlich mit euch teilen. Alles andere, was noch so ein bisschen in Planung ist und was einfach noch nicht ganz ausgereift ist, das wird noch dauern. Aber ihr könnt gespannt sein, weil es wird aufgedreht. We're making moves, guys. Das heißt nicht umsonst Hustle DNA. Ich habe diesen Namen nicht umsonst gewählt, weil Hustlen einfach ein großer Teil meines Lebens ist. Und manche verbinden vielleicht mit Hustlen was Negatives. Das heißt, wenn man gegen Umstände kämpft oder wenn man kein Geld hat, dann muss man hustlen. Und ich verstehe das auch. Aber Hustlen bedeutet generell, sich einfach immer wieder aufzuraffen und Gas zu geben. Und das Beste aus der Situation zu machen. Überall probieren, was mitzunehmen. Und das ist eigentlich der Mehrwert, den ich hier teilen möchte. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch viele Fehler machen. Ich werde mich in Situationen begeben, die vielleicht rückblickend nicht so gut waren, aber ich weiß, dass ich daraus lernen werde. Und ich habe kein Problem, mich selber zu opfern, ist vielleicht das falsche Wort, aber mich selber zur Verfügung zu stellen, damit andere Leute entweder gewisse Dinge nicht machen in ihrem Leben, ihre Erkenntnis sammeln können. Und ich weiß, was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker. Auch wenn es nur ein scheiß Sprichwort ist, aber es stimmt tatsächlich. Und ich will einfach auf die Mauern, die ich früher immer umgangen bin, ich will auf die direkt zulaufen. Ich will sie durchbrechen. Und ich bin sehr, sehr motiviert. Das hat nichts mit dem Jahresanfang zu tun. Das hat letztes Jahr eigentlich schon angefangen. Mehr dazu in meinen 2 Videos, die ich in Ägypten aufgenommen habe. Da könnt ihr nochmal einen kleinen Einblick dazu kriegen, wie es mir ergangen ist, nachdem ich von meiner 2-monatigen Reise oder fast 3-monatigen Reise zurückgekommen bin. Denn es ist noch viel passiert. Ich habe noch einiges durchmachen müssen. Und es ist krass, dass das Jahr eigentlich jetzt zu Ende gegangen ist. Und wenn ich mir überlege, dass ich knapp vor einem Jahr aufgebrochen bin auf diese faszinierende Expedition, dann merke ich, dass ich Ende des Jahres gar nicht mehr so bewusst gelebt habe. Weil Zeit verfliegt immer nur, wenn wir nicht bewusst im Moment sind. Und seitdem ich wirklich probiere, jeden Tag voll auszuschöpfen, bei mir zu sein, das heißt nicht, dass ich introvertiert bin, sondern einfach, auch wenn ich mit Menschen bin, bei mir zu sein und nicht im Außen, merke ich, dass ich Zeit viel besser festhalten kann. Genauso wie jetzt hier in dem Video ist einfach, ich kann meine Worte besser wählen, ich kann präsent sein und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ihr habt auch schon gemerkt, mir ist sehr, sehr wichtig, wie ich mich ausdrücke, dazu auch noch mehr in den 2 Videos, die noch folgen werden. Weil ich glaube, vielen Menschen ist die Macht des Wortes gar nicht bewusst. Damit würde ich das Video jetzt hier erstmal abschließen. Ihr Lieben, rutscht gut in 25 rein. Ich weiß, viele von euch haben sich wieder mal Sachen vorgenommen. Das Wichtige ist, dass es nicht von einem Datum abhängig sein sollte. Oder dieses Gefühl, okay, jetzt kann man die ganzen Altlasten im alten Jahr vergraben und in diesem Jahr gibt man Gas, sondern das sollte eine Lebenseinstellung sein. Wenn ihr wirklich was verändern wollt in eurem Leben, dann macht es, ob das mitten im Jahr ist, wann auch immer, aber tut's einfach und macht's nicht vom Beginn des Jahres abhängig. In diesem Sinne, ihr Lieben, I wish you all the best. Hustle DNA, it's in your DNA und wir sehen uns im nächsten Video.